Hermann Landschreiber hat Sex mit Männern. Das war per Gesetz in der Bundesrepublik Deutschland verboten. Noch in den 1960ern. Gegen den Paragraphen 175 hat auch Günter Werner verstoßen. Widernatürliche Unzucht mit Männern, so hieß es. Beide wurden von der Polizei verhaftet und verhört. Was ich gemacht habe, wo der sein Ding hingesteckt hat und ob das eben Analverkehr war und ob das Oralverkehr war und sowas alles, das wollte er alles wissen. Wie hat er das gesagt gehabt? Ja, Sie haben doch da gelutscht und das und jenes. Oder ob das auch noch mehrere Männer gewesen sind und ich soll mal schön die Wahrheit sagen und das würde mir gut tun, wenn ich die Wahrheit sage. Geben Sie es zu, geben Sie es zu, geben Sie es zu. Und war da noch mehr? Ich glaube es nicht, dass das alles war. Ja. Dann musste ich mich ausziehen später nackt, dann bin ich da. Alle Körperöffnungen sind erstmal untersucht worden, dann sind so wie bei einer Frau Abstriche gemacht worden, ob man noch Spermaspuren findet. Und dann die Unterwäsche ist mir weggenommen worden, die ist auch nach Spermaspuren untersucht worden. Und da habe ich gesagt, wisst ihr was? Sag ich, die Gaskammern stehen noch, da habt ihr früher die Juden umgebracht, jetzt quält er uns. Könnt ihr uns da hinbringen? So, das nochmal einen Schluck Kaffee. Gut, danke. Seit 28 Jahren lebt Hermann Landschreiber mit seinem Ehemann Holger zusammen. 1966 arbeitete er bei der Post in der Kleinstadt Gelnhausen. Dorthin kam eines Tages die Polizei. Die Mutter seines Ex-Freundes hatte Anzeige erstattet. Verstoß gegen den Paragraphen 175. Erst stundenlanges Verhör, dann ging es direkt in Untersuchungshaft. Zum Hofgang, da bin ich mit einem Schwerkriminellen allein gelaufen. Ich durfte mit der Allgemeinheit nicht laufen. Also wir waren Schwerverbrecher, wir waren Mörder und sonst was gleichgestellt. Was willst du machen? 2 Tage später die fristlose Kündigung von der Post per Brief ins Gefängnis. Hermann Landschreiber schrieb damals einen langen Brief an den Bundesjustizminister. Wie weit ist der Paragraph 175 das Fundament für einen Haftrichter, um seinen persönlichen Hass gegen Homosexuelle abreagieren zu können? Bitte um Hilfe in größter seelischer Not. Als er seinen Job verliert, ist Günter Werner 16 Jahre alt. In seinem kleinen Dorf in Bayern waren amerikanische Soldaten stationiert. Mit manch einem traf er sich zum Sex. Auch an jenem Abend, als sie ein Zimmer mieteten, in der Hoffnung, dass keiner merkt, wofür. Ich war mit ihm im Zimmer. Der Junge, der hat mit Unterwäsche im Bett gelegen. Ich hatte einen freien Oberkörper und dann polterte er das an die Tür. Dann kam der Vermieter, der Pächter von dem Lokal oder von der Pension rein mit der amerikanischen Polizei und mit der deutschen Polizei. Und der Junge ist aus dem Bett gefetzt worden. Der musste sich sofort anziehen. Ich habe auch mir mein Hemd übergeschmissen. Der ist in Handschellen abgeführt worden mit der MP. Und ich bin mit den Kriminalbeamten halt ins Polizeiauto gepfeffert worden. Ich habe den bloß mal hinterher gehört, dass sie den auf der Militärpolizei so fürchterlich verprügelt haben mit dem Gummiknüppel, den Amerikaner. Seine Eltern fassungslos. Ein schwuler Sohn. Sein Vater war Dorfpolitiker. Tagelang musste Günter Werner zum Verhör. Allein. Immer dieselben Fragen. Dann die Verhandlungen vor Gericht. Ich habe gedacht, so jetzt mehr oder weniger jetzt was geköpft, jetzt ist es passiert. Dann ging es der Staatsanwalt Plädoyer und das andere Plädoyer hat dann mehr oder weniger die Jugendbehörde gehalten und die musste dann natürlich noch ganz toll einen draufsetzen und hat mir also kriminelle Neigungen unterstellt und auch für die Zukunft vorausgesagt. Naja, und das war für den Richter dann wahrscheinlich der Startpunkt, dass er sagt, so 4 Wochen Jugendarrest und auch in Einzelhaft. Und das war's. Wie dann das Ganze passiert ist die Mutter zum Hausarzt hin und hat ihn gefragt. Dann hat der Doktor gesagt, Fräulein Traub, wusste sie das nicht? Und ich so, nee.
Er hat nur zu ihr gesagt, ich sollte mir da keinen Vorwurf machen. Er sagte, das ist angeboren und es ist nichts dagegen zu machen. Also wir müssen unser Leben so leben, wie es ist, selbst wenn die Gesellschaft auch dagegen ist. Wenn einer homosexuell ist, ist meiner Meinung nach krank. Das ist nicht normal. Das ist eine Affenschande. Ich verurteile das sowieso alles, dass diese Sorte Menschen noch, wollen wir sagen, bei uns in der Gesellschaft herumlaufen. Dann kann man ihn kastrieren. Eine Umfrage 1971. Mehr ist er nicht wert. Im Kaiserreich eingeführt, von den Nazis verschärft, der Paragraph 175. 1:1 übernahm die junge Bundesrepublik unter Adenauer den Paragraphen. Männer, die Sex mit Männern haben, wurden verfolgt. Mit dem Segen der Kirche, denn Schwulsein sei Sünde. Gegen 100.000 Männer wurde ermittelt, etwa 70.000 wurden verurteilt. Lesbische Frauen waren nicht betroffen. 1957 bestätigte das Bundesverfassungsgericht den Paragraphen. Alles sei rechtens. Das fällt alles in eine Schublade des Bösen, der Homophobie. Wie die also das alles gerechtfertigt haben, da sträuben sich mir die Haare und ich höre einfach auf, weiterzulesen. Es ist einer der wenigen Paragraphen, der etwas bestrafte, was keinen Menschen schädigte. Warum passiert das da in 125 Jahren knapp so intensiv? Man fand es einfach ekelhaft und vor allem unmoralisch. Wir sehen hier, dass Verfolgung, menschenverachtende Verfolgung, Ausgrenzung, Diskriminierung nicht nur eine Angelegenheit einer totalitären Diktatur war, sondern dass sie auch unter demokratischen Verhältnissen mit sehr gutem rechtsstaatlichen Gewissen ausgeübt werden konnte. Das klingt absurd. Es werden Dinge bestraft, die zwischen zwei Männern einvernehmlich ins Werk gesetzt wurden. Bei der Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren betreut Markus Felke die Männer, die aufgrund des Gesetzes zur Rehabilitierung seit 2017 einen Antrag auf Entschädigung stellen können. Viele machen sich da keinen Begriff von dem Umfang und der Größe des Verstoßes gegen Menschenrechte, die durch diesen Paragraphen begangen worden sind. Auch unabhängig davon, ob man verurteilt wurde oder nicht. Es reichte ja schon aus, ein Ermittlungsverfahren zu haben. Ja, dann konnte man nicht, und dann saß man womöglich in U-Haft, dann konnte man nicht zur Arbeit gehen. Bums war die Stelle weg. Und dann hat man, und das hat sich ja dann auch teilweise rumgesprochen, das ist ein 175er oder sowas. Die Leute haben sozusagen den sozialen Tod erlitten, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Die Schwulen, gerne brachte man sie in Verbindung mit Rotlicht und Prostitution. So sprach man 1965 in der Berliner Abendschau über sie. Grundrechtsneurotiker, unverbesserliche Parasiten der Gesellschaft an der Peripherie einer reformbedürftigen Gesetzgebung. Das hat Menschen dauerhaft deformiert und beschädigt. Also die Vorurteile, die in der Nazizeit ja besonders schlimm umgesetzt wurden, sind ja dann 1945 nicht über Nacht verschwunden, sondern das hat sich weiter fortgeführt. Karl Panzer war Strafrichter und Mitglied des Katholischen Volkswartbundes, ein Verein zur Bekämpfung öffentlicher Unsittlichkeit. Homosexuell veranlagte Menschen sind in aller Regel weiche, sensible, besonders empfindsame Menschen mit einer femininen Veranlagung, die in besonderer Weise Furcht und Angst vor einer Strafe haben. Gerade bei diesem Tätertyp ist also eine Strafnorm als Abschreckung besonders wirksam. Das waren die schwärzesten Tage meines Richterlebens, diese Urteile. Und man kann sagen, das war vielleicht eine Schwäche, dass ich den Beruf nicht verlassen habe. Ich habe mich mit meiner Frau oft darüber unterhalten. Hätte man nicht einfach den Richterdienst verlassen sollen? Meine Frau sagt, wir hatten eben geheiratet und 2 kleine Kinder. Wie stellst du dir das vor? Also alle diese Dinge, die haben sich ausgewirkt zu Lasten der Männer, die ich verurteilt habe.
Klaus Beer war etwas über 30, als er am Amtsgericht Ulm 6 Männer wegen Verstoßes gegen § 175 verurteilte. Heute ist er 87. Als junger Referendar musste er Polizisten bei der Jagd auf Schwule begleiten. Es kam auch vor, dass der Kripo-Beamte mit mir zu den Leuten fuhr in die Wohnungen, von denen sie vermuteten, dass sie als Homosexuelle aktiv sind mit Freunden in der Wohnung. Und so sind auch die Fälle entdeckt worden, die ich abgeurteilt habe. Da habe ich das selbst erlebt und das hat mich auch angekotzt. Und dann hat der Kripo-Beamte auch die Polizeivernehmungen gemacht mit den Erwischten. Das war so unangenehm. Das war ein bleibender Eindruck der Abstoßung für mich. Die Urteile waren Menschen und sie verstoßen gegen die Menschenwürde in dem Sinne, wie das in Artikel 1 steht. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich glaube, ich habe im ersten Fall eine sehr lange Bewährungszeit festgesetzt. Das ist erbarmungslos. Das ist erbarmungslos. Also der Mensch ist ein Geschlechtswesen. Da auf Paulus und den Korintherbrief zu verweisen und zu sagen, die Leute müssen halt verzichten auf den Teil des menschlichen Lebens, das ist realitätsfern, das findet nicht statt, weil es eigentlich nicht geht. Gut, selbst in den Klöstern geht es nicht. Das weiß man ja. Zum Beispiel saß ein alter Kerl auf einer Bankanlage im Park und döste da so ein bisschen. Und dann kam jemand und setzte sich neben ihn und fingerte an seinem Schlitz und griff hinein. Und der Mann ließ es zu. Das erfüllte den Tatbestand und deshalb wurde er angeklagt, aber der Hineingreifer war ein Kriminalbeamter. Der wurde natürlich nicht angeklagt. So waren die Fälle. Meine Praxis als Strafrichter beweist, dass viele homosexuelle Täter gerade durch das Bestehen einer Strafnorm von den homosexuellen Handlungen ferngehalten werden. Wenn Sie die Urteilssätze hier lesen, meine Strafen wurden immer weniger. Dort, wo sich Schwule trafen, gab es Polizeikontrollen, Razzien in Bars. Ob in München oder 1957 in Berlin. Wo ist der Eingang, wo sind Hinterausgänge und überall, wo hier Kreuze sind, da werden also dann Beamte stationiert. Und sowas muss ja auch wirklich gut geplant werden, damit das irgendwie auch was wird. Das LKA gibt 15 Mann dazu. Eine Reserve von 10 Mann, der Einsatzzug sind eben 25 Mann, es werden 2 Pkw gebraucht und 2 große M-Lkw, das sind Mannschafts-Lkw, zum Abtransport der Häftlinge. Das heißt, hier war klar, man soll möglichst viele festnehmen. Es werden also tatsächlich auch diese alten Methoden der Nazizeit angewendet, Großfahndungen, Freundeskreise aushorchen und dann hatte man immer gleich einen ganzen Haufen auf einmal. Die Angst vor dem Paragraphen 175 prägte in der Bundesrepublik Deutschland das Lebensgefühl schwuler Männer. Ich habe wahrscheinlich mehr Glück als Verstand oder mehr Verstand als Glück gehabt. Ich war sehr vorsichtig.
Wenn man mal eine Bekanntschaft machte, dann ja, wollen wir uns mal wiedersehen und so, ja, du kannst mir deine Telefonnummer geben und so. Einige hatten ja schon Telefon. Das machte man nicht, weil man wusste, dass wenn die Kripo einen schnappte, dann wurden zuerst das Notizbuch gefilzt. Natürlich hatte man ständig Angst, angezeigt zu werden, irgendwo aufzufliegen oder auch erpresst zu werden. Und ich habe auch Menschen erlebt, gekannt, die ihrem Leben ein Ende gesetzt haben, aufgrund dieses Drucks in der Erwartung einer Verurteilung. Klappen nennt man im Jargon öffentliche Toiletten, wo sich manche schwule Männer zum Sex treffen. Klaus Schirdewan war 17, als er auf einer Klappe von der Polizei geschnappt wurde. Dann wurde ich da richtig wie beim Schwerverbrecher mit Nummernschild, wie bei den Panzerknackern fotografiert, rechts, links, oben, unten, dann die Fingerabdrücke von allen Fingern. Dann sagt der Polizist zu mir, Sie brauchen gar nichts mehr lügen, Ihr Kollege hat alles gestanden. Und da bin ich zusammengebrochen. Und dann habe ich geheult wie ein Schlusshund und habe halt gesagt, ja, so war es. Und dann hat er sich natürlich gefreut und hat gesagt, H, der hat nichts gesagt, Sie haben es jetzt verraten. Das ist ein Schock. Da konntest du gar nichts mehr zu sagen. Nee. Da hast du dir nur gedacht, das kann nicht wahr sein, dass Menschen so sind, die nur darauf warten, einen anzuscheißen. Polizeirazzia 1968 in München. Das ist bei Ihnen natürlich sehr gefährlich, wenn Sie jetzt schon wieder in der Nähe dieser Strichplätze rumsausen. Gell? Also, das gefällt mir schon gar nicht. Das sage ich schon, das mag ich mir jetzt schon notieren. Okay, ja. Ihren Ausweis, bitte schön. Ja, ich habe leider keinen Ausweis. Ja, danke. Warum wollten Sie sich so lange in der Toilette? Und ich bin da in diese Toilette hineingegangen und da stand ein junger Mann und da waren zwei Männer, älter, in weiten Mänteln. Die Polizei selber, die sind als Lockvögel reingegangen. Die hatten beide die Hose offen, zeigten ihr Glied. Das fand ich unglaublich. Und haben nur gewartet, bis sie dann gemerkt haben, da gehen jetzt zwei gehen da zusammen auf eine Toilette. Die werden da bestimmt eine Nummer schieben. Dazu kam es gar nicht mehr, denn wir wurden vor der Klappe festgenommen, ohne dass irgendetwas passiert war. Ziehen Sie sich mal an, kommen Sie dann mit. Also ich bin von früher Jugend auf sehr viel gereist. Und ich habe eigentlich kein Land kennengelernt, wo ich den Paragraphen als so gravierend empfunden habe, wie hier bei uns. Weil der hat mir Ängste eingebläut und dass der auch verantwortlich wurde war für meine lebenslängliche Depression. Und für mich war das Allerschlimmste, dass wo ich heimgekommen bin von der Polizei und die Eltern dann gesagt haben, du bist nicht mehr unser Sohn. Ich fand, dass Deutschland eigenartig mit diesem Paragraphen verhaftet war, viel stärker als woanders. In unseren Augen, da muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein, flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. Diesem Bild entsprach er nicht. Alfred Ledermann, ein homosexueller Asozialer, steht in der Polizeiakte 1942. Ledermann hatte Sex mit Männern. Das ist sehr detailliert beschrieben, dass er entweder mit der Hand jemanden befriedigt oder oral jemanden befriedigt. Es ist wohl auch einmal dazu gekommen, da hat er bei jemandem übernachtet, der hat sich dann wohl auf ihn gelegt. Alfred Ledermann war ihr Großonkel. In der Familie wurde über ihn nie gesprochen. Ganz zufällig stieß Melanie Buffet-Kleiner auf die Akten von Polizei und Gestapo. Wie man mit diesen Menschen umgegangen ist, diese Sprache, die man hier in jedem Satz findet, wie man über solche Menschen gesprochen hat, wie herablassend. Ja, das waren eigentlich ja dann schon gar keine Menschen mehr. Die Nazis verschärften schon 1935 den Paragraphen, machten die Schwulen zu Staatsfeinden. Als Reichsführer SS fürchtete Heinrich Himmler schwule Verschwörungen.
Es ging um die Reinhaltung des Volkes, es ging um die Nivellierung der Gesellschaft, da wurden keine Subkulturen geduldet. Es mussten sehr viele Kinder gezeugt werden. Da waren die Schwulen und auch die Lesben in Wege und wurden deswegen auf die heftigste Weise unterdrückt. Also neben der Bedrohung durch Gefängnis- und Zuchthausstrafen und der damit verbundenen öffentlichen Schande gab es plötzlich auch die Bedrohung durch KZ-Haft. Ein Großteil von Männern kam ins KZ, die mehrfach wegen homosexueller Handlungen bestraft worden waren. Also wenn es das 3. Mal war, war es sehr wahrscheinlich, dort zu landen. Und die sich weigerten, sich freiwillig kastrieren zu lassen. Aber selbst die freiwillige Kastration hat nicht immer vor dem KZ bewahrt. Die Homosexuellen mussten im dortigen Klinkerwerk arbeiten. Das war so eine ganz schwere, harte Arbeit. Die standen also den ganzen Tag im Wasser. Und manchmal haben die Aufseher da zum Spaß einfach mit den Gewehren unten reingeschossen und geguckt, wer taucht denn noch mal auf von denen. Also es fängt mit Schikane an im Alltag, mit Ausgrenzung, mit Verachtung, auch mit Prügel, mit Folter. Aber das konnte bis hin zur tödlichen Selektion gehen, an der nicht nur die SS beteiligt war, sondern auch die Lagergesellschaft. Das war keine systematische Tötung. Es war Tötung durch Arbeit, durch Hunger, durch Krankheit, durch Entzug von allen Ressourcen, die ein Mensch zum Leben braucht. 80% aller Homosexuellen, die wegen Homosexualität im KZ gelandet sind, kamen um. Alfred Ledermann starb 1942 im KZ Sachsenhausen. Das hört sich vielleicht verrückt an, aber irgendwie macht es mich auch stolz, dass er zu meiner Familie gehört hat. Ohne dass wir das alle wussten, gab es da jemand, ob der wirklich homosexuell war, egal, aber dieses Schicksal einfach, das er hatte, auch wenn er so früh sterben musste, ist traurig. Amtliche Todesursache in der Mitteilung der Gestapo: Herz-Kreislauf-Schwäche. Alfred Ledermann wurde 20 Jahre alt. Anders als die BRD kehrte die DDR 1949 zur milderen Version des Paragraphen zurück. Ab 1957 wurde einvernehmlicher Sex unter erwachsenen Männern in der Regel nicht mehr verfolgt. Frank Paul wuchs in Dresden auf. Von offiziellen Stellen wurde das Thema Homosexualität totgeschwiegen. Es wurde nie angesprochen. Und im persönlichen Leben hat man sich eben so verhalten, dass man keinen Anstoß erregt hat. Ich meine, über sexuelle Dinge redet man ja nur eigentlich nie, aber ich habe auch nicht anbrennen lassen, also da bin ich ehrlich. Und im Grunde genommen haben schwule Männer 2 Leben geführt. Eins nach außen, um das nicht bekannt werden zu lassen, was mit ihnen los ist, und dann das eigene Leben nach innen, wo man sich gegeben hat, wie man war. Frank Paul war Mitglied der SED, hatte ein Amt als Stadtbezirksrat inne. Mit 50 wurde sein Schwulsein öffentlich und zum Problem. Die SED wollte immer nach außen untadelig dastehen und vor allen Dingen keine Angriffsfläche für Kritik bieten. So, und damit war man weg vom Fenster. Ich war Abgeordneter und in der DDR war das möglich, Abgeordnete abzuberufen, und das erfolgte. Der Witz bei der Geschichte ist, dass die mich abgerufen haben, mir aber sofort Arbeit angeboten haben, woanders. Verfolgung, weil man schwul war, gab es nie. Aber Verfolgung, weil man politisch ein unsicherer Kandidat in der DDR war, die gab es, auch wenn man am Ende schwul war. Und dann ist das immer schwer zu trennen, da wird immer vermutet, weil der schwul war. Nee, das hatte andere Ursachen. Heute hat Frank Paul eine schwule Seniorengruppe. Von Staatswegen interessiert das keinen. Anders als früher. Man musste einfach schon ein bisschen vorsichtig sein in seiner Darstellung, wenn man sich diskutiert hat. Dass es Staatssicherheit gibt. Ja, das war bekannt und da hat man sich dran gehalten oder nachgerichtet. Also das war nicht. Wir haben das gewusst. So. Und da hat man nach außen hin sich so verhalten, dass eben die Staatssicherheit einfach nie an die Karre fahren konnte.
So. Und damit konnte man leben. Ob die das wussten, interessiert mich da überhaupt nicht. Bin nicht straffällig geworden. Das ist entscheidend. Ja, aber als Redakteur bin ich geschmissen worden, weil ich schwul war. War ich nicht mehr tragbar und ich musste dort gehen. Knallhart. Pass mal auf, ich bin als Stadtrat geschmissen worden, weil ich schwul war. Ja, gut, das sollte man auch so mal sagen. Ja, das habe ich schon. Ja. Aber das was erfahre ich denn, wenn ich meine Stasi-Akte einsehe? Am Ende, die Namen sind ja alle geschwärzt, aber man kann manchmal erraten, wer es gewesen sein könnte. Es ändert sich nicht mehr. Es ändert sich nicht an meiner Situation und ja, ich bin da auch so absolut nie neugierig drauf. Ich wusste, dass ich von der Stasi beobachtet werde. Auch von meinen sexuellen Kontakten, da hatte ich auch bestimmt den einen oder anderen, der entweder für die Staatssicherheit gearbeitet hat oder mit der Staatssicherheit eng zusammengearbeitet hat. Das störte Lothar Dönitz wenig. Seit 1964 war er Angehöriger der Deutschen Volkspolizei. Als junger Mann wusste er genau, wo es in Ostberlin Klappen gab. Ich wurde auch schon mal kontrolliert, ja. Was machen Sie hier? Sie bewegen sich außerhalb der öffentlichen Wege. Der Sex als solche war unter Erwachsenen nicht verboten. Strafrechtlich keine Bedeutung, aber politisch, moralisch verwerflich. Am 30. Oktober 1970 warteten im Polizeirevier 67 an der Greifswalder Straße seine Vorgesetzten auf ihn. Sie hatten Lothar Dönitz, gerade erst zum Offizier befördert, etwas mitzuteilen. Männer, die mit Männern Sex haben, können nicht Offizier sein. Sie verstoßen gegen die sozialistische Moral und Ethik. Und das Beste ist, dass das Dienstverhältnis aufgelöst wird. Dass wir, auf gut Deutsch gesagt, rausgeschmissen werden. Ich habe natürlich nicht darüber berichtet, mit wem ich an der Offiziersschule rumgekramt hatte oder mit wem ich auch einmal hier unten im Keller rumgekramt hatte. Das geht keinem was an. Das ist mein Privatvergnügen gewesen. Ja, so war das. Hier sind die Mitglieder des Politbüros der SED langgefahren mit ihrem Generalsekretär Erich Honecker. Ein Super-8-Film von 1977. Die homosexuelle Interessengemeinschaft Berlin auf der Kampfdemonstration zum 1. Mai. Schwule wollen sich endlich zeigen, sich vernetzen. Doch das Thema Homosexualität sollte in der DDR unsichtbar bleiben. Das eine Glas da unten rechts, das ist von der sowjetischen Staatseisenbahn. Peter Rausch, heute Ehemann von Lothar Dönitz, war DDR-Schwulenaktivist der ersten Stunde. Also einfach nur sagen, die sind ja da und die sind so oder so da und wir geben ihnen einfach ein bisschen öffentlichen Platz. Die kamen ihnen nicht. Sie hatten irgendwie im Hintergrund immer, dass würde irgendwas Schlimmes passieren, irgendwas würde ausbrechen. Die Homopest oder so. Trotzdem machten sie Ausflüge, feierten und drehten Filme. Mit Botschaft. Es ist also an der Zeit, dass den Homosexuellen der kommenden Generationen eine Alternative zu der bisherigen Lebensart angeboten wird, die menschenwürdiger und gleichberechtigt gegenüber den Heterosexuellen ist. Also ich habe schon empfunden, dass diese Welt mich eigentlich nicht vorsieht. Was wäre mir lieber? Ein Paragraph, dafür aber Bewegungsfreiheit? Oder kein Paragraph, dafür aber keine Räume, taubstumm sein und so weiter. Ich weiß nicht, wo Verfolgen anfängt. Ja, da war es immer irgendwer, der das über dich entschieden hat, der dich beobachtet hat, der das, deine Karriere und deine Entwicklung bestimmt hat. Und da war natürlich in meinen Zusammenhängen immer homosexuell ein Thema. Kann ich fortsetzen. Kann ich nicht so bestätigen für mich. Wie gesagt, oh ja, du bist ja bloß rausgeschmissen worden. Ich bin ja nur, das war aber 1970. Andere wollen es genau wissen, was in ihrer Stasi-Akte steht. Sie war in Dresden seit 1977 Zeitungsredakteurin, die Theologin Karin Dauenheimer. Da stand dann meine positiven Eigenschaften, ganz tolle Sachen, schlau und belesen und alles sowas. Und als negative Eigenschaft stand lesbisch. Die schlimmste Verletzung ist dieser Eingriff in die ganze Privatsphäre, dass die in meine Wohnung gegangen sind, dass die mich beobachtet haben, dass sie mein Kind fotografiert haben.
Das ist eine solche Verletzung, kann ich überhaupt nicht gut beschreiben. Nirgendwo eine Kontaktanzeige aufgeben konnte sie. Und wenn, dann verschlüsselt. Auf der Suche nach einer Brieffreundin. Nirgends das Wort lesbisch. Als ich diese erste Coming-out-Welle hatte, habe ich ernsthaft überlegt, muss ich jetzt eigentlich mich umbringen? Muss ich jetzt von der Brücke springen? Gibt es für mich eine Lebensmöglichkeit? Auf dem Evangelischen Kirchentag 1983 in Dresden der Befreiungsschlag. Der Pastorin Eva Maria Taut sagte sie, was sie vorhatte: sich outen. Ich bin eine lesbische Theologin. So, und ich kann mich irgendwie erinnern, bilde ich mir ein, da konnte man dann eine Stecknadel fallen hören. Das war ein Wendepunkt, weil das unerhört war. Und manche Leute haben sich provoziert gefühlt, in positiver und negativem Sinne. Die lesbische Frau war kein Problem, aber wenn sie den Mund aufmacht, wenn sie renitent ist und wenn sie eine Gruppe bildet und wenn sie sagt, wir wollen darüber sprechen, was ich habe. In der neuen Welt gibt es solche Dinge nicht, weil es im Sozialismus nicht nötig ist. Alle glücklich sind. Es sind sowieso alle glücklicher. Von diesem Tag an, so glaubt sie heute, war alles anders. Das ist hier auf dieser Straße, ohne dass ich es mitbekommen habe, so von unten mit meiner Tochter. Und jemand hat mich dann aus der Aktentasche heraus wahrscheinlich fotografiert. In der Redaktion wurde sie zum Chef gerufen. Der hatte ihr was zu sagen. Ich kriegte dann Anweisungen, dass ich mich überhaupt nicht zu Fragen und Problemen der Homosexualität mündlich oder schriftlich äußern darf. Die Gefahr, die sie sahen, eben in dieser, ich sag mal, Redelsführerschaft, dass ich andere Menschen an mich binden kann und sie beeinflusse mit meinen Gedanken. Ihre Verbindungen sollen festgestellt werden, weiter beobachtet. Die Idee, heißt es dann, die Idee soll fotografiert werden, wenn es Zusammentreffen auf Straßen kommt. Ich wurde dann ziemlich engmaschig offenbar beobachtet. Der Stasi war egal, ob jemand schwul war oder nicht schwul war, außer in den eigenen Reihen. Es gab im Ministerium für Staatssicherheit nicht einmal einen hauptamtlichen Mitarbeiter, nicht einen einzigen, der für Homosexualität oder was zuständig war. Es ging immer um dieses sich organisieren und sogenannte staatsfeindliche Aktivitäten. Wenn man versucht hat, was zu verändern, wenn man so tat, als könnte man dem Staat etwas beibringen oder wenn man nicht auf Linie gewesen ist. Wer ist der den Ton angibt, wer den Einfluss hat. Die weiter politisieren, also über die Forderungen zur Besserstellung von Homosexuellen hinausgehen. Inwieweit ist die ganze Sache vom Westen gesteuert? Welche Kontakte gibt es im Westen? Wie sind die Verbindungen? Das war ja ein besonders herausragendes sicherheitspolitisches Problem. Also da gab es schon eine Überwachung. Ja, viele wollten sich ja im Westen schon. Die haben alle geträumt von den Möglichkeiten der Gaststätten, Bars, Reisen etc. Ja, ich stehe auf dem Standpunkt, dass der gleichgeschlechtliche Umgang unter erwachsenen Männern nicht mehr strafbar gehalten werden sollte, so wie das bisher der Fall ist. 1969 wurde der Paragraph 175 in der Bundesrepublik entschärft, nicht abgeschafft. Sex mit Männern über 21 war nicht mehr strafbar. Aber das Schutzalter lag höher als bei Heterosexuellen. Dass man zum Schwulsein verführt wird, glaubte man immer noch. Jugendschutz galt als Allzweckwaffe. Die Jugend musste geschützt werden, auch wenn sie 20 war. 1969 wurden Gesetze geändert. Gesetze sind das eine, die Haltung der Bevölkerung etwas ganz anderes. Auch die Polizei legte in den 70ern nochmal zu, selbst im liberalen Hamburg. Und dieses Liberal ist, was Homosexualität anbelangt, in Frage zu stellen. Denn es gab Hamburg-spezifische Verschärfungen der Schwulenverfolgung. Tanzverbot, Toilettenverbotsscheine und Polizisten, die in öffentlichen WCs hinter Spiegeln Schwule beobachteten und aufschrieben.
Corny Littmann bereitete dem Spuk in der Nacht zum 1. Juli 1980 ein Ende. Wir haben festgestellt dann, dass es diese Rosa-Listen tatsächlich gibt. Ironischerweise befanden sich diese Rosa-Listen, also Listen von Schwulen, die aufgegriffen wurden in öffentlichen Toiletten im Gartenbauamt Hamburg-Mitte. Der Paragraph 175 existierte weiter. Der Versuch, ihn in den 80ern abzuschaffen, scheiterte. Vielleicht würde es ihn noch heute geben, wäre der Bundesrepublik nicht die DDR in die Quere gekommen. Denn die schaffte schon 1988 das unterschiedliche Schutzalter ab, das dort, anders als in der Bundesrepublik, auch für lesbische Frauen galt. Mit der Wiedervereinigung gab es ein Problem. Also zu Wendezeiten war uns klar, wenn hier nichts passiert, sind wir auf einmal wieder kriminell. Der Mauerfall und die Wiedervereinigung haben einfach den Druck erhöht, dass eine Regelung gefunden werden musste. Denn was hätte man denn machen sollen? Man hätte ja die Strafbarkeit sonst ausdehnen müssen auf das Gebiet der ehemaligen DDR. In Ostberlin treibt das die Schwulen und Lesben auf die Straße. Endlich dürfen sie das auch. Der Paragraph wäre sicherlich irgendwann gefallen, aber ohne die Abschaffung des Paragraphen in der DDR und ohne den Mauerfall wahrscheinlich nie so früh. Das liegt daran, dass Homosexualität von manchen als abnorm, als eine Krankheit, aber auch als eine gefährliche Veranlagung gesehen wurde. Und deshalb war es wirklich noch auch ein Kraftakt, 1994 diesen 175 endlich zu beseitigen. Am Abend hat der Bundestag den historisch belasteten Paragraphen 175 endgültig aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Auch Frauen hat der Paragraph 175 ungerecht behandelt. Er hat sie einfach übersehen. Monika Meyerhofer-Kammern aus Stuttgart, Elke Schliebe aus Halle an der Saale. Es gab schon ganz bestimmte Frauen und Typen, die einem das Leben sehr schwer gemacht hat, dass man sich selbst fragte, was ist es? Was ist es? Was kann das sein? Ist es jetzt, dass du jetzt mit einer Frau zusammen bist? Vom Paragraphen verschont. In Wahrheit diskriminiert? Der Staat hatte ein klares Verfolgungsinteresse gegenüber Männern, die Sex mit Männern hatten und Beziehungen mit Männern hatten. Und ein klares Verfolgungsinteresse gegenüber Frauen, die Beziehungen mit Frauen haben, ist nicht festzustellen. Davon wissen wir nichts. Was wir aber wissen, ist, dass der Staat, und jetzt meine ich Kaiserreich, Weimarer Zeit, Nazizeit und frühe Bundesrepublik, alle diese Staaten hatten Interesse daran, dass Frauen nichts tun, außer dem, was sie tun sollten, nämlich Ehefrau und Mutter zu sein und untergeordnet zu sein, sich überhaupt nicht darum zu kümmern, was wollen die in ihrem Leben. So, Elke. Als Frau eine Frau lieben, damals jenseits ihrer Vorstellungen. Das waren die 60er Jahre. Da hat man das Wort ja nicht mal ausgesprochen, lesbisch. Noch nicht, ne? Bei dir ja auch nicht, ne? Als ich mit lesbischer Beziehung irgendwie konfrontiert worden bin, habe ich nicht mal gewusst, wie man schreibt. Ach nein, nicht klar. Zwei Frauen im Bett. Das war höchstens ein Thema für geile Männer. Wir fragen ja auch die Hetero nicht, wie macht ihr das im Bett? Wie komme ich denn da dazu? Wie komme ich auf so eine Idee zu fragen? Sag mal, nur ist aber gut wieder. Wir frühstücken. Also. Außerdem waren wir ja beide mal verheiratet, also wissen wir schon, wie es geht. Aha. Ich habe mich zu Frauen mehr hingezogen gefühlt und hatte so im jungen Alter gedacht, eigentlich würde ich ja lieber mit einer Frau wohnen, mit ihr im Urlaub fahren, schöne Sachen unternehmen. Aber es war halt so üblich, also 64 verlobt, 66 geheiratet, so war das. Und 67 geschieden. Nach 2,5 Jahren trennt sich auch Monika Meyerhofer-Kammern von ihrem Mann. So sein, wie sie wollten, ging nicht. Frauen hatten keine Sexualität, sie haben nicht bestimmt über ihren Körper. Die Männer hatten ja die Sexualität und deshalb gibt es dafür auch diesen Paragraphen. Da ja Frauen keine Sexualität hatten, brauchten man sie ja nicht zu verurteilen, das zählt ja nicht. Das war ja schon wieder zweite Klasse, ne?
Es hängt damit zusammen, dass männliche Rollenbilder und weibliche Rollenbilder in dieser heterosexuellen patriarchalischen Mustervorstellung eben doch deutlich voneinander getrennt waren. Dass männliche Sexualität als viel gefährlicher, aktiver, dadurch potenziell bedrohlicher gewertet wurde als die weibliche. Bei Frauen war das nicht so schlimm, in Anführungsstrichen, denn lesbisches Verhalten wurde ja nicht bestraft, weil man immer das Gefühl hatte, damals, wenn denn der richtige Mann käme, dann würden sie schon schwach werden und Kinder gebären. Man nahm also, mit einem Wort gesagt, weibliche Homosexualität viel weniger ernst, betrachtete sie als viel weniger gefährlich als die männliche Homosexualität. Und trotzdem, wie viele lesbische Frauen kamen als Asoziale ins KZ? Wie vielen wurde nach ihrem Outing das Kind entzogen? Wie viele wurden gemobbt, nahmen sich das Leben? Und wie viele haben einen Mann geheiratet, obwohl sie Frauen liebten? Der Staat hat ungeheuren Druck ausgeübt, die Gesellschaft auch, dafür, dass alle regelkonform in einer Ehe landeten und dort auch blieben und möglichst nichts anderes taten. Über die Auswirkungen, wie viel Leben hat das zerstört, wie viel Glück hat das unmöglich gemacht, das wissen wir noch gar nicht. Und was wurde aus Hermann Landschreiber und Günter Werner, nachdem sie in den 1960er Jahren wegen Männerliebe verurteilt wurden? Die eine Nachbarin, bin ich vorbeigelaufen, da hat sie dann immer angefangen, 175er, 175er Strichjung, so. Wenn mein Vater geglaubt hat, er ist in seiner Ehre getroffen, weil er halt da in der Bürgermeisterei tätig war und sowas alles, und meine Mutter sich meinetwegen geschämt hat, war mir eigentlich dann im Endeffekt wurscht. War mir wirklich wurscht. Ach, mein Vater, der ist da in seiner Firma ja riesig angegriffen worden. Da hat mein Vater gesagt, wenn ich so einen hätte, den täte ich totschlagen. Ja? Und lauter so Sachen da. Ne? Was halt dann immer der Schärfste war, jedes Mal, wenn in Erlangen irgendwie ein Sexualdelikt war, ist man immer gleich automatisch, da hat man die ganze Kartei. Ich habe mal den Polizisten gefragt, ich sage, wie kommen Sie denn dauernd auf mich? Ja, wir gehen die Karteien durch, weil in den letzten Jahren sexuell aufgefallen ist und bestraft worden ist. Dann fragen wir immer so quasi nach dem Alibi nach. Ne? So ist das damals abgelaufen. Ich war immer vorbestraft. Wenn ich mich irgendwo mündlich beworben habe, schriftlich ist das meistens gar nicht gelaufen. Ja, Sie sind ja vorbestraft. Sowas können wir ja nicht brauchen. Das waren dann immer so die Aussagen. Da ist die Rehabilitierungsbescheinigung. 23 Jahre nach Abschaffung des Paragraphen wird gegen viel Widerstand das Gesetz zur Rehabilitierung beschlossen. Auch für jene Männer, die nach 1945 verurteilt wurden. 3.000 € gibt es als Entschädigung. 1.500 dazu für jedes angefangene Gefängnisjahr. Ich bin froh, dass jetzt endlich amtlich ist, dass die Behandlung der Homosexuellen auch in der Bundesrepublik grundgesetzwidrig war. Die Menschenwürde wurde angetastet. Meine Urteile waren verfassungswidrig. Die meisten Verurteilten starben als Verbrecher. Etwa 5.000 leben noch. Nur 145 haben bis heute einen Antrag auf Entschädigung gestellt. Mit anderen Worten, das Gesetz ist schön, aber zu spät. Run away,